Seid gegrüßt, Freunde der leichten Unterhaltung. Dieses Make-up-Video ist genauso unnötig und belanglos wie die Beziehung zwischen Wednesday und Xavier. Falls ihr es dennoch sehen wollt, los geht's. Für dieses Make-up braucht ihr allerlei Plunder. Als erstes eine pflegende Hautcreme, damit ihr nicht aussieht wie eiskaltes Händchen. Dazu kommt ein großer Puderpinsel, ein gut deckendes Make-up in einem sehr, sehr blassen Hautton, einen farblosen Fixierpuder in matt, einen dunkelbraunen oder grauen Puder zum Konturieren, ich habe hier einen Lidschatten, eine matte Lidschattenpalette mit wunderschönen Farben drin, von denen wir natürlich nur grau und schwarz benutzen werden. Mein Gott, mir wird schlecht. Und zum Auftragen ein Lidschattenpinsel. Dazu kommt eine Wimpernguillotine, ein weißer Kajalstift, ein schwarzer Mascara, ein paar künstliche Wimpern für den richtigen Wochentag mit Kleber, ein schwarzer Kajalstift und ein brauner und schwarzer Augenbrauenstift, vorzugsweise mit Bürstchen. Falls ihr nach all dem noch nicht schreiend davongerannt seid, braucht ihr auch noch einen Lip Liner. Am besten die Nummer 9 von Essence und der perfekte Wednesday Lippenstift ist von Rival Me die Nummer 7, Authentic. Und nun beginnt das ganze Elend, indem wir uns einmal das Gesicht komplett eincremen. Anschließend kommt dann die Foundation drauf. Normalerweise mache ich das mit einem Make-up-Eye. Meins ist allerdings pink und passt daher überhaupt nicht in dieses Tutorial. Nachdem ihr eure Händchen so richtig schön eingesaut habt, geht's einmal kurz waschen und weiter geht's dann mit dem großen Puderpinsel und dem matten Fixierpuder. Anschließend konturiere ich jetzt mein Gesicht. Unter meinen Wangenknochen und unterm Kinn. So wirkt es schmaler und schlanker. Auch hierfür benutze ich meinen großen Puderpinsel und quetsche ihn vorne einfach ein bisschen zusammen, damit die Linien nicht zu dick werden. Es ist vollkommen irrelevant, welche Produkte ihr für euer Contouring benutzt. Der Ton sollte auf jeden Fall nicht warm sein, sondern eher kühl. Ich greife jetzt zu meinem schwarzen Augenbrauenstift, der mir lächerlich stumpf erscheint. Nachdem ich ihn mir herrlich spitz gedreht habe, male ich damit meine Augenbrauen an. Da Wednesdays Gesicht eher ausdruckslos ist, ziehe ich dabei keinen geschwungenen Bogen, sondern bleibe eher flach wie Enets Humor. Verblendet wird das Ganze dann mit dem kleinen Bürstchen und die Konturen könnt ihr mit einem Papiertuch korrigieren. Als nächstes nehme ich diesen ekelhaft goldglitzernden Pinsel und die viel zu bunte Make-up-Palette zur Hand. Daraus wähle ich den Grauton und trage ihn auf das gesamte Augenlid auf. Achtet dabei darauf, dass ihr den Lidschatten nicht zu weit am äußeren Augenwinkel auftragt. Das hier wird nämlich kein schickes Abend-Make-up. Ich würde es eher als notwendiges Übel bezeichnen. Falls euch das Grau nicht dunkel genug ist, könnt ihr auch noch den schwarzen Lidschatten benutzen. Als nächstes nehme ich meinen schwarzen Kajal und ziehe damit einen Lidstrich. Und nein, wir malen keine Katzenaugen. Die Linie endet, wo euer Auge endet. Auch unter dem Auge ziehe ich eine Linie mit dem Kajalstift, spare dabei aber den inneren Augenwinkel aus. Um euren Augen noch stärkeren Ausdruck zu verleihen, könnt ihr jetzt noch weißen Kajal auf eurer Wasserlinie auftragen.
Anschließend greife ich erneut zu meiner Lidschattenpalette und trage noch etwas Grau unter meinen Augen auf. Jetzt kommen wir endlich zum lustigen Part. Ihr nehmt eine Wimpernguillotine und quetscht eure Wimpern so richtig schön ein. Anschließend tragt ihr schwarzen Mascara auf, bis eure Wimpern aussehen wie kleine Spinnenbeinchen. Nun kommt die wahre Folter in diesem Video. Künstliche Wimpern ankleben. Ihr zieht die Wimpern von der Verpackung ab, tragt den Kleber auf den Wimpernkranz auf und lasst ihn kurz antrocknen. Erst dann die Wimper aufsetzen und dann sollte sie halten. Das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können, sind rote Lippen. Nein, wirklich, wir schminken jetzt die Lippen. Wednesday hat recht große, herzförmige Lippen. Daher modellieren wir nun zuerst die Form mit einem Lip Liner. Um meine Lippen bestmöglich anzupassen, ziehe ich die Form sowohl oben als auch unten über meinen eigenen Mund hinaus. Achtet darauf, euren Mund nicht allzu sehr in die Breite zu ziehen, denn wir wollen einen kleinen, vollen Mund haben, kein Joker-Make-up. Wenn eure Form nun fertig ist, füllt ihr den Rest mit eurem Lippenstift auf. Falls ihr es schon wieder vergessen habt, alle Produkte findet ihr unten in der Videobeschreibung. Zuletzt konturiere ich jetzt noch ein bisschen meine Nase und schminke mir Sommersprossen mit dem braunen Augenbrauenstift. Diese verblende ich mit meinen Fingern, damit sie nicht so sehr hervorstechen. Apropos Stechen, es würde mir wirklich einen Stich ins Herz versetzen, wenn ihr dieses Make-up-Video nicht mindestens genauso grauenhaft fandet wie ich. Hast du noch Fragen zum Make-up oder den Produkten? Geh und frag jemand anderen. Du fandest dieses Video schrecklich? Schlechte Videos gibt's bei mir ohne Ende. Schau dich doch mal auf meinem Kanal um. Also bis dahin, wir sehen.